Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Ihr Lieben, schönen guten Morgen zusammen. Schauen wir, was der Tag so an kollektiver Energie mitbringt. Eine Botschaft, die ich weitergeben darf. Okay, hier überwindet man heute Situationen, in denen man sich alleine fühlt oder allein gelassen. Ich habe hier auch irgendwie eine gute Tendenz für alle, die selbstständig sind, die selbstständig arbeiten oder die irgendwas mit den Ämtern oder Behörden klären müssen. Eine Situation, die schon viel Energie gekostet hat, eine Situation, mit der man sich allein gelassen gefühlt hat, wo man auch überlegt hat, wie könnte alles gehen, nagende Gedanken. Es könnte hier um alles gehen, was so in Kreisläufen verläuft oder um Beziehungsdinge, Verträge. Denkt immer dran, so eine Karte hat x Bedeutungen. Ich versuche immer viele Szenarien zu nennen. Möglicherweise passiert ja auch was Gutes durch, dass das etwas nicht passiert. Ne? Man kann einen Vertrag gut auflösen, man kann etwas, was man erdacht hat, was einen erwartet, wird nicht so geschehen. Es kann ja sein, dass sich so, wie soll ich das nennen, so Energien zeigen, die haben mit der Vergangenheit zu tun. Möglicherweise kommen die auch aus einer Bindung von früher, wo es noch irgendwelche Restbestände gibt, die man ablösen darf. Ob das jetzt emotional ist oder finanziell. Es geht auf jeden Fall darum, ins Vertrauen zu gehen, seine eigene Größe zu leben. Für einige von uns zeigt sich hier ein Unterstützer, ein Mensch mit guter Energie. Die Angebundenheit ist ziemlich groß, auch zu einem bestimmten Krafttier oder zu einem bestimmten Geistführer. Also man fühlt sich so verbunden und gebunden und stark. Man kann hier mit dieser Legung sogar irgendwo den Kampf, den man geführt hat, beenden. Denn hier kommen aus dem Umfeld Möglichkeiten, die neue Türen öffnen. Ein Erfolg, der sich irgendwo einstellt. Ein Ausgleich zur Harmonie. Hier liegt die Ehrlichkeit. Hier liegt vielleicht auch etwas, was endlich der Wahrheit entspricht. Unten liegen wir selbst. Es geht also um uns, um unsere Beständigkeit, um unsere Arbeit an den Dingen. Da wir hier die Selbstständigen haben, gilt es natürlich auch für die. Die Arbeitskarte liegt hier auf dem Kopf. Hier kann sich etwas wenden. Mit der Sonne in der Mitte natürlich zum Guten. Und der Hinweis der Karten ist hier einfach, lasse alte Dinge nicht sprechen in diesem Moment. Dinge, die dir mal am Herzen gelegen haben oder die mal Zweifel ausgelöst haben, sondern bleibe hier in deiner Energie, im Vertrauen, in deiner eigenen Authentizität auch. Hier kommen Lösungen, mit denen man vielleicht auch so nicht gerechnet hat. Klassische Wenden. Ein Gedankenkino, das auf jeden Fall nicht eingetreten ist hier erleichternd. Das heißt, man macht sich viele Sorgen, man hat sich viele Überlegungen gemacht und hier zeigt sich, dass das nicht richtig oder sogar falsch war. Man hat in eine Richtung gedacht, die sich jetzt hier nicht bestätigt. Guckt mal, wir haben hier den Hamster, der hockt hier mit den vollen Backen. Es geht um das Thema Selbstzufriedenheit.
Es geht darum, sich nur um sein eigenes Reich zu kümmern, vielleicht auch die Grenze abzustecken, ne? Wo bin ich unabhängig von allem, wo bin ich in meiner eigenen Kraft und wo bin ich noch so unzufrieden bei allem, was ich mir erarbeite. Freiheit ist hier ein sehr wichtiger Gedanke. Ich muss gerade mal meine Brille aufsetzen. Ich habe geduscht und jetzt beschlägt die, weil ich nasse Haare habe. Also es geht um die Selbstpflege, die Zufriedenheit und das Gefühl, dass man in Ordnung ist, wie man ist. Und es geht auch ein bisschen darum, das Revier abzustecken, ne? Hamster sind sehr anpassungsfähig an sich. Vielleicht auch so eine Eigenschaft, die wir im Leben ein bisschen mehr brauchen. Und Hygiene ist ja auch sehr wichtig, ne? Man trennt das eine vom anderen und hat hier so überall seine kleinen Reiche. Es geht auch ein bisschen um die Eigenschaft des Sammelns. Und der Hamster lehrt einfach, wie man sich auf allen Ebenen selbst versorgen kann und auch um sich sorgen kann. Jedenfalls schenkt der Hamster Freude, Selbstgenügsamkeit und er gibt so ein bisschen Unvoreingenommenheit und Vertrauen auf den Weg mit. Super. Ich nehme heute mal noch diese hier. Ja, wir schaffen das, wir werden unseren Weg gehen, wir kommen durch unsere Situationen und hier haben wir ja die Sonne in der Mitte und hier ist so dieses Schlagwort, scheine so hell wie eine Kerze, gib Licht in alles rein, lass dir dein eigenes Leuchten nicht nehmen oder leuchte wieder. Und wir haben hier noch so ein bisschen die Karte, erlaube nicht, dass Ärger oder Wut dich lenkt. Bei dem Thema Selbstzufriedenheit ist man oft wütend auf die Dinge, die nicht so passieren, wie wir sie wollen. Man hinterfragt sehr vieles. Viele stellen diese Warum-Frage, habe ich früher auch immer gemacht. Aber es bringt nichts, denn die Antwort ist meistens erst im Nachhinein erkennbar oder reflektierbar. Es ist, wie es ist. Und die Akzeptanz für die Dinge ist, glaube ich, schon auch der erste Schritt zur Selbstzufriedenheit. Guckt mal. Die Nieswurz. Wunder kommen unerwartet. Hier ist es sehr dunkel. In der Zeit zur Wintersonnenwende blüht diese Nieswurz. Und zeigt einfach an in der Jahreszeit auch, dass es wieder heller wird und dass man selbst in dunklen Zeiten hier sein Licht strahlen lassen kann und den süßen Duft von Honig verstreuen. Wir schauen, was der Engel noch sagt. Der Engel der Harmonie. Oft hilft es, innezuhalten und die innere Harmonie zu spüren. Gehört auch zur Selbstzufriedenheit. Dann kann sich eine neue Welt öffnen und du spürst, in welch einem harmonischen Einklang dein Herz, deine Seele und alles um dich herum ist. Besinne dich auf deine innere Stimme und fühle, wie du immer ausgeglichener wirst. Dein Engel unterstützt dich dabei, dir selbst und deinem Umfeld durch Empathie näher zu kommen. Also diese Authentizität und Ehrlichkeit zu sich selbst spielt hier eine große Rolle, denn meistens sind viele Bereiche eigentlich so, dass man zufrieden sein kann und es ist nur so eine kleine Sache, die einen so stört, dass sie wütend macht und dass man sie dann auf alles legt und das ist, glaube ich, das, über was wir heute mal gründlich nachdenken sollen, ob das denn wirklich nötig ist.
Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Ich drücke euch bis morgen.